Früher mochte ich den Sommer nicht besonders gerne. Kurze Kleidung, Hitze und sobald ich nach draußen ging, hatte ich sofort ein ungutes Gefühl und habe ständig meinen Körper beobachtet. Ich habe mich oft den ganzen Sommer über zu Hause versteckt und darauf gewartet, dass es schnell vorbeigeht. Aber mittlerweile ist es mir echt egal geworden. Es spielt keine Rolle mehr, wie ich aussehe, ob man meine Dämonenstreifen, Speckröllchen oder Pickelchen sieht. Doch natürlich ist und wird das ein lebenslanger Prozess sein. Als ich 15 Jahre alt war, hatte ich 2 Jahre lang Bulimie. Alles, was ich fühlte, war purer Selbsthass. Und in manchen Situationen kommen immer noch alte Gedankenmuster in mir hoch. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich mir denke, ich bin nicht hier auf der Erde, um ständig gegen mich zu kämpfen. Egal, wie schlecht ich meinen Körper manchmal behandelt habe, schenkt er mir immer noch so wertvolle Dienste, könnte man sagen. Mittlerweile denke ich, dass wir ein ganz gutes Team geworden sind. Mein Körper und ich, was er braucht. Und ich versuche immer mehr auf die Stimme meines Körpers zu achten. Hey meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Heute machen wir veganes Eis zusammen. Und ehrlicherweise weiß ich gar nicht, wieso ich die letzten Jahre nie selbst Eis gemacht habe. Weil erstens, es ist super einfach. Zweitens, es geht super schnell. Drittens, die Zutaten hat man eigentlich alle schon zu Hause. Und viertens, es ist total lecker. Also, ich verstehe nicht wieso, aber ich zeige euch jetzt meine 3 oder 4 Lieblings-veganen Eisrezepte. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Wenn ihr irgendwas nachmacht, schickt mir unbedingt eure Fotos auf Instagram. Und jetzt würde ich sagen, let's go. Lasst uns zusammen veganes Eis machen. Okay, lasst uns starten. Wir beginnen mit dem ganz klassischen Schokoladeneis. Dafür braucht ihr 50 Gramm Cashewkerne, 2 Esslöffel Kakaopulver, 50 Gramm Schokolade, 2 Esslöffel Sojajoghurt und 200 Milligramm Sojasahne oder alternativ Hafersahne. Als erstes nehmt euch die Cashewkerne und packt sie in einem Glas oder einem Behälter und dann gießt sie mit etwas heißem Wasser über, sodass sie etwa für 5 bis 10 Minuten einweichen können. In der Zwischenzeit nehmt ihr euch die restlichen Zutaten und packt sie alle in einen Mixer. Also die Schokolade, Sojajoghurt, Kakaopulver und die Sojasahne. Und dann zum Schluss könnt ihr auch die Cashewkerne mit dazu geben. Alles gut miteinander mixen und dann nur noch in einen Behälter geben. Ich habe mein Eis noch mit ein paar Toppings verfeinert, vegane Schokotröpfchen und ein paar Cashewkerne und jetzt heißt es nur noch ab in den Gefrierschrank. Das nächste Eis ist mein persönlicher Favorit und zwar das Chia-Fruchteis. Dafür braucht ihr eine Eisform, 350 Milliliter Sojamilch, 200 Gramm Sojajoghurt, 2 Esslöffel Agavendicksaft, 4 Kiwi oder anderes Obst eurer Wahl und das Wichtigste, 120 Gramm Chiasamen. Als erstes gebt ihr die Sojamilch mit den Chiasamen in einen Behälter und rührt sie gut um. Diese müssen dann nämlich für eine gute halbe Stunde erstmal in den Kühlschrank quellen. In der Zwischenzeit könnt ihr euer Obst schneiden. Ich liebe das Chia-Eis in Verbindung mit Kiwi, aber auch Erdbeeren, Himbeeren oder Banane schmeckt echt mega lecker. Wenn die Chiasamen gut aufgegangen sind, könnt ihr euren Sojajoghurt dazugeben und ein wenig Agavendicksaft. Ich mache immer ein bisschen mehr Agavendicksaft, weil ich mag es einfach süß, aber ihr könnt es natürlich total nach eurem Gefühl machen. Und jetzt wird es ein wenig knifflig. Und zwar gebt ihr abwechselnd etwas von dem Chia-Pudding und dann wieder eine Frucht in die Eisförmchen rein. Macht das immer etwas nach Gefühl. Also meine Methode ist es, ihr müsst ein wenig quetschen. Denn wenn ihr das nicht macht, habt ihr später sehr viele Löcher und das wollen wir natürlich nicht. Deshalb schön mit den Fingern oder einen Löffel alles zusammendrücken. Jetzt kommt ein Eis, das wirklich super cremig ist und zwar das Bananen-Cookie-Eis. Ich habe hier 2 Bananen und eine halbe Packung Cookies miteinander gemixt. Zum Schluss habe ich noch einen Schuss Sojamilch dazu gegeben.
dann alles gut miteinander mixen und in einen Behälter geben. Und für das Topping habe ich ein paar Cookies zerbröselt und dann noch ein paar Bananenstückchen draufgegeben. Und das letzte Eis, das Joghurtfruchteis, das ist für alle, die es fruchtig lieben. Ihr braucht eigentlich nur 2 Zutaten, und zwar Tiefkühlfrüchte eurer Wahl und dann noch einen Naturjoghurt. Macht es ca. 50-50, würde ich sagen. Ich mache alles sehr, sehr intuitiv. Und dann habe ich das gleiche noch mit den Blaubeeren gemacht und dann alles in einen Behälter gegeben. Ich habe auf der linken Seite die Himbeermasse hingegeben und auf die rechte Seite das Blaubeereis. Und das Eis habe ich dann natürlich auch wieder mit leckeren Toppings verziert, und zwar mit Himbeeren und mit Blaubeeren und zum Schluss noch mit ein paar Kokosraspeln. Unsere 4 Eissorten sind im Kühlschrank und die müssen jetzt erstmal 5 bis 6 Stunden gekühlt werden. Okay, ihr Lieben, the next day. Es ist alles soweit gut hart geworden und ich freue mich jetzt schon total, die zu essen. Ich glaube, ich werde von jedem etwas probieren, weil ich einfach darauf total Lust habe. Und die sehen einfach unglaublich gut aus. Also hier ist das einmal das Blaubeer-Himbeer. Das hier müsste Schoko sein. Dann Bananen-Cookies und auf die bin ich am meisten gespannt, ob die wirklich auch so geworden sind, wie ich sie sonst auch mache, oder ob das ein kleiner Fail geworden ist. Aber wir probieren das jetzt einmal zusammen aus. Das hier ist echt richtig, richtig gut. Ich glaube aber, mein All-Time-Favorite bleibt Schoko. Es ist so unfassbar cremig und es ist so, so gut. Ihr müsst es unbedingt mal ausprobieren. Und die hier sind mir auch eigentlich echt gut gelungen. Ich liebe die. Wer Chiasamen mag, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt ein paar Inspirationen für eure nächsten Eissorten. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn dir das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Ich freue mich. Bis auf bald. Mua. Benja.